Moin Leute, willkommen im Wunderland. Leo und ich, wir kümmern uns ja um die Schiffe oben im Skandinavienbecken. Leo macht eher so die Erhaltung der alten Schiffe und ich kümmere mich um Modernisierung und um Neubauten. Und ich habe Gerrit letztens im Flur getroffen und ihn gefragt, ob es nicht schön wäre, wenn wir mal ein Segelschiff da oben fahren hätten. Er war dafür, das habe ich natürlich gleich als Arbeitsauftrag aufgenommen und werde jetzt mit euch zusammen einmal gucken, ob wir nicht ein schönes Segelschiff da oben schwimmen lassen können. Da das für mich auch jetzt noch ein Projekt ist mit vielen Fragezeichen, weil wir da oben Schwierigkeiten haben könnten, wenn da ein Segelschiff wirklich ist, dass das sowohl von der Klimaanlage in Richtungen geschoben wird, wo wir es nicht gebrauchen können. Die Gewichtsverteilung in Segelschiffen ist ganz anders als bei unseren Da ich mir selber nicht ganz sicher bin, ob das Projekt überhaupt klappt, weil ein Segelschiff uns vor Probleme stellen wird, die wir bei den anderen Schiffen nicht haben. Einerseits kann die Klimaanlage in die Segel wirken und das Schiff dann in Richtungen schieben, wo wir es nicht haben wollen. Andererseits ist der Schwerpunkt bei Segelschiffen durch die hohen Masten und die Segel natürlich sehr weiter oben. Das sind alles Probleme, die wir bei unseren anderen Containerschiffen nicht haben. Es ist ein spannendes Projekt. Daher wollte ich nicht so ein großes finanzielles Risiko eingehen. Es gibt Segelschiffmodelle, die gerne ab 500 € kosten. Ich selber habe mich jetzt für ein recht günstiges Modell entschieden. Das ist dieses gute hier. Das Stück ist unter 100 € zu haben. Für alle, die das nachbauen wollen oder mir Schleichwerbung unterstellen wollen, habe ich leider schlechte Nachrichten. Revell hat das gute Stück nämlich aus dem Programm genommen. Das Modell hier ist in 1:72. Das ist für uns ja eigentlich ein Hauch zu groß. Wir sind ja mit H0 bei 1:87. Aber da solche Schiffe in der Regel aus heutiger Sicht immer recht klein und süß aussehen, habe ich gar nichts dagegen, wenn es ein paar Zentimeter größer ist. Ich denke, unsere Figuren werden da trotzdem gut drauf passen. 895 Teile ab 14 plus. Ich hoffe, ich schaffe das zusammenzubauen. Es bleibt spannend. Fangen wir mal an, das gute Stück anzuboxen. Nennen wir es doch einfach weiterhin auszupacken und gucken, was in der Schachtel drin ist. Also optisch von der Verpackung her gefällt mir das Ganze schon mal sehr gut. Der Karton beim Öffnen, herrlich. Pappe in bester Qualität. Oh, und viele Teile. Die Segel sehen schon mal sehr schön aus und sind schwer. Die werden Ärger machen. Können wir den Unboxing-Quatsch jetzt lassen und das einfach zusammenbauen, bitte? Hier sind unsere ersten Teile für den Rumpf, die suchen wir mal raus. Das sind unsere ersten 4 Teile, fehlen nur noch 891 andere. Ich schaue einmal ohne Kleber, ob das alles zusammenpasst. Der Kleber wird dann gleich dafür sorgen, dass das Ganze für immer zusammen ist und hoffentlich auch wasserfest. Das passt sehr schön. Ich brauche das hier einmal kurz. Um mir die Arbeit zu erleichtern, werde ich mir tatsächlich jetzt einmal kurz diesen Ständer zusammensetzen. Dann kann ich mir das Schiff nämlich schön hinstellen und besser dran arbeiten. Das machen wir mal kurz als nächstes. So, den unteren Rumpfteil, den habe ich fertig. Jetzt kommt tatsächlich schon oben die Decksaufbauten. Ja, danke. Ja, noch ein bisschen mehr Krach, bitte. So.
Nochmal das Ganze. Der untere Rumpfteil ist jetzt fertig. Wir werden jetzt nicht wie in der Anleitung die Aufbauten machen, sondern erstmal den Rumpf weiter nach oben bauen. Der Rumpf ist soweit fertig. Um den Aufbau zu machen, habe ich mir einen Zaubertrick bei TikTok abgeguckt. Den probieren wir mal aus. Fertig. Wir können es schwimmen lassen. Wir sind soweit. Der spannende Augenblick des Stapellaufs steht kurz bevor. Ich habe mir ein bisschen Gewichte aus der Reste-Metallkiste geholt. Die tun wir rein, um das Ganze auszutarieren und dem Ganzen ein bisschen Gewicht und Stabilität zu geben. Wir tun jetzt erstmal den Rumpf ins Wasser und gucken, ob der dicht ist und ob das Ganze schwimmt. Das sieht schon mal gut aus, es ist dicht und auch wirklich stabil. Vielleicht lassen wir das da einfach liegen. Ich meine, dekorativ ist es ja trotzdem. Das war wohl nichts. Dieses Video hat dann wohl leider bewiesen, dass es nicht möglich ist, ein billiges Revell-Modell zum Schwimmen zu bringen. Sag mal, willst du mich gerade verarschen? Ich habe gerade 8 Minuten meines Lebens verschwendet, damit zuzusehen, wie ein Schiff einfach kentert und weiter wird es auch nicht gebaut. Das kann ja nicht dein Ernst sein. Leute, das war doch vorher klar, dass das nichts wird. Wie man es richtig macht, seht ihr nächste Woche in der nächsten Folge. Bis dahin, schönen Tag.